So, heute sprechen wir über einen Lappen und ein sehr dreckiges LP-Cover und den epischen Kampf des Lappens gegen den Schmutz auf dieser Platte. Es ist eine abgenutzte, schmutzige Best of Jethro Tull. Ist jetzt keine Platte, die man zwingend haben muss und auch nicht super selten oder super teuer, auch wenn da 399 draufsteht. Keine Ahnung, was das für eine Währung war. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere eine Platte bei sich im Schrank, die auch weiß ist und die einem mehr wert ist. Und wir machen heute ein bisschen Jugendforscht, wie man schmutzige Platten wieder sauber kriegt, wie man diesen Ringwear von der Platte wieder runterbekommt. Denn meistens ist die Beschädigung der Platte gar nicht mal so schlimm. Es ist meistens alles nur Dreck. Und wir werden heute mit verschiedenen Reinigungsmethoden da mal rangehen und gucken, was wir davon wegkriegen. Ringwear entsteht, wenn eine Platte ganz oft ungeschützt, ohne eine Plastikhülle im Regal rein und rausgezogen wird. Und das lässt ja meistens darauf schließen, dass sie oft gespielt wurde. Insofern schmeißen wir erstmal dieses schmierige, hässliche, kratzige Papier-Innencover weg und nehmen stattdessen als erste Hilfemaßnahme schon mal eine schöne gefütterte Hülle. So, die Platte selber sieht nicht so schlimm aus, wie ich befürchtet habe, aber sie hat ein paar Kratzer, sie ist schmutzig, das sieht man auch. Hat an einer Stelle einen Kratzer, den man sich mal genauer angucken muss. Und wir werden sie natürlich auch nachher waschen. Wenn wir schon die Außenhülle waschen, dann natürlich auch die Platte selber. So, unsere Kandidaten heute für den kleinen Putzwettbewerb ist natürlich klassischer Glasreiniger, dann Micellenwasser, das ist eine neue Option, die ich entdeckt habe. Wir nehmen ein bisschen Alkohol, wir nehmen ein bisschen Alkohol und wir nehmen Feuerzeugbenzin. Das ist auch angeblich ein Geheimtipp für so laminierten Karton. Radiergummis und Wattestäbchen, unentbehrliche Helferlein. Und als erstes machen wir uns jetzt auch mal an diesen Aufkleber. Bevor wir uns an den richtigen Dreck der Platte machen, tue ich ein bisschen Alkohol auf den Aufkleber, auf die Bemalungen, auf den Stift. Also es ist ein roter Stift und oben in der Ecke noch der Name. Und man sieht schon, während der Aufkleber einweicht und ich hier gerade mit so einem kleinen Messerchen dran rumporkel, was nicht funktioniert hat und nichts ist besser als der gute alte Daumennagel, sieht man schon, dass der rote kleine Strich, der daneben war, der ist schon so gut wie verschwunden. Jetzt gehe ich noch mit ein bisschen Alkohol über die Klebestelle und auch mal rechts und links ein bisschen über den Dreck. Dann können wir direkt mal schauen, wie gut oder schlecht der Alkohol hier funktioniert. Dann gehe ich direkt mal mit einem Radiergummi über den Kugelschreiber. Das sei ja auch ein Geheimtipp. Der weiße hat nicht gut funktioniert, der rote auch nicht. Aber die blaue Seite, das kennen wir noch aus der Schule. Das ist ja auch der Radierer für die Kugelschreiberseite. Und auch wenn es nicht perfekt ist, ist es doch schon deutlich weniger. Ich habe ein bisschen mehr dran rumgefummelt später noch und dabei aber ein bisschen auch vom Cover selber wegradiert. Dann habe ich das auch schnell wieder gelassen. So, jetzt sind wir schon in der kleinen Putzrunde mit Glasreiniger. Ich mache das immer so halbe seitenweise. Und hier sieht man schon mit Glasreiniger, das Licht ist ein bisschen ölig hier in dieser Einstellung, aber man sieht schon da oben, wo diese Abnutzung war, man sieht schon den Unterschied zwischen Glasreiniger und nicht sauber gemacht. Und hier der neue Spieler auf dem Platz, Micellenwasser, habe ich in einem anderen Video gesehen, wo jemand dort ein Buch gereinigt hat. Und ich dachte mir, was sowohl für zarte Gesichtshaut und Bücher gut ist, kann ja für eine Plattenhülle nicht schlecht sein. Und ich muss sagen, Micellenwasser ist mein neuer Superhit, ist mein Superfavorit, was das Reinigen von Platten angeht. Ich habe da nicht viel gerubbelt und geschrubbt, sondern einigermaßen normal über die Platte drüber gerieben mit dem Micellenwasser. Und es sieht super aus. Das sieht man auf der Kamera, wie gesagt, nicht so gut wie in echt. Aber das hat wirklich gut funktioniert. Und es riecht auch gut. Ein bisschen dieser muffige Kellergeruch, der da so drin steckt in dem Dreck, der ist auch weg. Also Micellenwasser schon mal ganz weit vorne. Und auch wenn man es auf der Platte nicht so gut sieht, auf dem Lappen sieht man den Dreck schon mal sehr, sehr gut. Also Micellenwasser. Daumen hoch. So, unser nächster Kandidat ist Feuerzeugbenzin. Auch
nicht so das, was man jeden Tag liest, was man auf seine Plattencover kippen sollte zum Saubermachen. Aber ich probiere das mal aus, vielleicht funktioniert es. Und außerdem, genau deswegen habe ich ja diese Platte dafür genommen und nicht irgendeine andere, die jetzt wertvoller ist. Es ist halt eine Platte aus meinem 15 Kilo Haufen von Schrottplatten, wo ich mal gucken möchte, was ist noch zu retten, inwieweit sind dieser Lappen und Feuerzeugbenzin ein Mittel, um diese Platte zu retten, bevor sie schlimmerweise auf die Mülldeponie wandern würde. Und wie man sieht, funktioniert das mit dem Feuerzeugbenzin nicht so gut wie mit dem Miszellenwasser. Insofern gebe ich am Schluss jetzt nochmal eine Runde mit Miszellenwasser aus, um auch die Rückseite so schön sauber zu bekommen wie die Vorderseite. Und würde also hier jetzt schon zusammenfassend sagen, von den 4 Kandidaten war das Miszellenwasser mit Abstand das Beste. Vielleicht danach gefolgt vom Glasreiniger. Hier oben sieht man noch, da habe ich mit dem Radiergummi ein bisschen zu viel drauf gedrückt. Das lasse ich jetzt einfach so. Die ist ja auch schon deutlich besser als vorher. Okay, nachdem wir also das Cover jetzt wieder schön sauber haben, oder sagen wir mal deutlich besser, als es ursprünglich aussah, schauen wir uns jetzt nochmal das Vinyl selbst an. Ich hatte ja schon gesagt, das ist schmutzig, klar, aber es hat auch so ein paar Kratzer, wo man nochmal genau gucken muss, sind die wirklich hörbar? Springt die Platte am Ende etwa? Hätte ich mir vielleicht auch vorher angucken können oder anhören sollen, denn wenn sie springt, dann ist natürlich die Hürde etwas höher, diese Platte noch zu retten. Wir fangen aber erstmal an mit der guten alten Knosti-Waschmaschine, noch in Handbetrieb, das ist noch die allererste Version, die ich davon habe. Wer braucht schon eine Kurbel, wer braucht Elektromotoren? Und man sieht schon, besser als vorher, glänzt schon etwas mehr, aber ich bin noch nicht zufrieden, also spendieren wir eine zweite Runde. Das Ganze nochmal trocknen und trocknen lassen. Und beim zweiten Durchgang sieht man sehr viel besser. Jetzt glänzt sie so, wie ich mir das wünsche. Jetzt sieht sie richtig super aus. Aber schön aussehen reicht uns natürlich nicht. Wir brauchen harte Beweise. Und deshalb habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe den ersten Song Fat Man mal mit einem Spektrographen aufgenommen, um tatsächlich mal schauen zu können, ob sich durch so ein Waschen mit der Plattenwaschmaschine irgendwas ändert. Und oben sieht man jetzt die Aufnahme, bevor ich die Platte gewaschen habe, und unten drunter, nachdem ich sie gewaschen habe. Und das Erste, was natürlich auffällt, ist, dass sobald die Platte gewaschen ist, viel mehr Frequenzen hörbar sind, dass man viel mehr aus der Platte rausgeholt hat, als vorher möglicherweise da war. Vorne sieht man, an einer Stelle habe ich das markiert, wie die Nadel in die Rille reinrutscht. Und man erkennt im oberen Bild in der Mitte ungefähr so einen Streifen mit einem hervorgehobenen Frequenzband. Ich vermute, das ist das Rauschen und Knistern, was man den Dreck irgendwie hört. Und man sieht so ein paar Stellen, wo es plopp macht. Da vermute ich auch, dass da Dreck in den Rillen herrscht. Das ist aber meine Amateureinschätzung. Wenn sich jemand mit solchen Spektrographen besser auskennt, immer her damit, bin ich interessiert. Aber für meine kleinen küchenpsychologischen Experimente hier glaube ich, mir einbilden zu können, dass das Waschen wirklich was bringt. Man hört es und, wie ich finde, man sieht es auch. Und apropos sehen, am Ende machen wir jetzt nochmal eine kleine Gegenüberstellung. So sah die Platte aus, bevor ich sie mir auf den Tisch gelegt habe und einem Lappen ausgesetzt habe. Und so danach. Und ich finde, der Unterschied ist mehr als deutlich. Aus einer 2-Euro-Platte für die Grabbelkiste haben wir hier nochmal eine schöne 5-Euro-Platte gemacht. Ich wünsche viel Spaß beim selber nachputzen und beim nächsten Mal retten wir eine andere Platte.